Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einer kleinen Sockel-Action, aber wirklich nur einer ganz kleinen. Und zwar habe ich eine Schabel-Suit für Level 105 und da habe ich gestern schon ein paar Sockelversuche drauf gemacht und habe mir jetzt dazu entschieden, das noch fertig zu machen, weil im Endeffekt eine Schabel-Suit mit 3 Sockeln und 4 Sockelversuchen ist ja trotzdem nur eine Schabel-Suit mit 3 Sockeln. Aber jetzt habe ich da schon 4 G-Project rein investiert. Entsprechend, naja, irgendwie dumm ist es ja eigentlich, das dann irgendwie ungenutzt zu lassen, diese erhöhte Chance auf die nächsten Versuche. Und entsprechend werden wir das jetzt machen. Natürlich mit sehengebundenen G-Product. Hoffentlich auf jeden Fall. Und ja, gucken wir mal, ob das klappt. Außerdem gibt es noch ein paar Infos bzw. einen Tipp für das aktuelle Wochenend-Event. Wir haben eine 7,3% Chance, kein Power, da ist 10 am Start. Und 8,8% Chance, das hat schon mal nicht funktioniert. Und jetzt haben wir das gleiche nochmal mit dem BP, nochmal 2 sehengebundene G-Project, nochmal 2 sehengebundene Power Dice. By the way, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Da steht Gegenstand plus 3. Das ist ja eigentlich falsch, weil Sockel werden ja nicht, Sockel werden ja eigentlich nicht mit Plus ausgedrückt. Das fällt mir gerade erst auf, lustigerweise. Sieht irgendwie falsch aus, so sieht komisch aus. Aber egal. 10% Chance, schauen wir mal, was jetzt bei rauskommt. 11% Chance. Yikes, das ist nicht gut. Ja, dann jetzt ist es so, dass ich zwar Power Dice 10 auf meinem Main habe, der hat ja aber logischerweise auch nur 2 sehengebundene G-Product. Und entsprechend habe ich jetzt hier ja, noch normale G-Product gekauft. Und hoffe mal, dass mich das jetzt nicht zu viel kostet, weil eigentlich ja, ist das natürlich schon ziemlich ärgerlich. 8 Sockelversuche auf den 4. Vor allem, weil letztes Wochenende auch Sockel-Event war, aber da hatte ich das Set natürlich noch nicht und auch nicht die G-Product, auch nicht die Power Dice, gar nichts davon. Da war ich leider zu behind, um das alles letzte Woche schon haben zu können. Das Sockel-Event kam etwas früh für meinen Geschmack. Auf jeden Fall können wir jetzt quasi einen Versuch nochmal mit einem normalen Power Dice machen. 13,27. Ach. Und jetzt könnten wir 5 Versuche mit Power Dice 10 machen. Man sieht schon, die Chance jumpt direkt von 14 auf 20%. Wir sind jetzt, wie gesagt, auch schon bei 9 Versuchen. Und ja, gucken wir mal. Ach, das ist echt nochmal fehlgeschlagen. Okay, jetzt haben wir bei 23% schon. Also ich schwör's euch, wenn das mit 4 Versuchen jetzt nicht klappt, dann sind wir bei 14 Versuchen auf den 4. Sockel. Das ist halt nicht sehr viel besser als auf Buro-Ding. Naja, actually ist es schon auch besser, wenn es dann irgendwann klappen würde. Die Betonung liegt aber, wenn es dann irgendwann, ja, klappen würde. Bei 25% beim 11. Versuch hat es geklappt. Aber das ist trotzdem alles in allem ziemlich schlecht, muss man sagen. Also das ist echt ein bisschen unlucky. Dann haben wir uns hier noch eine sehengebundene Lightning 4% Karte, könnt ihr hier reinballern. Und dann steht das Schabel-Set komplett plus 7, leider nicht. Ein Teil ist nur plus 6, macht aber für Major jetzt nicht so wirklich einen gigantischen Unterschied. Mit 16% ATK für Level 105. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hier drüben noch für eine Action abgeht. Ja, das ist das gleiche. Gestern beim Battle Pass Grinden habe ich hier noch einen Sockel in den AG-Stuff gemacht. Und eine Void D-Karte reingeballert. Ich habe jetzt noch eine gekauft für eine Mio. Es macht halt literally eigentlich keinen Unterschied. Aber ich dachte mir, hey, okay, der zweite Sockel ist ja auch 100%. Nur nochmal schnell nachschauen. Der zweite Sockel hat ja auch 100%. Also komm, was soll's. Da mach halt noch einen zweiten rein. Macht ja auch keinen Unterschied mehr letztendlich. Und, genau. Jetzt kann man auch noch eine zweite Karte reinballern. Dann hat man halt 0,8% Fähigkeitsschaden. Wie gesagt, das ist nicht bei 1%. Also 0, finde ich, klingt bei Flive grundsätzlich irgendwie falsch, wenn irgendwas 0, hat. Weil das kann ja gar nicht wirklich gut sein und sich krass auswirken, wenn es nicht mal 1% mehr ist. Aber besser als nichts, I guess. Und ja, wie gesagt, ich meine, was hat das jetzt gekostet? 2 Mio. 1,4 Mio stand sogar dabei. Ist ja nichts, ne? Aber ja, damit habe ich jetzt zum ersten Mal für mein Elementor, bevor ich Level 105 erreiche, ein echt gutes Equipment eigentlich, weil das Ding hier hat auch Poison Cloud plus 17, wie schon gesagt im letzten Video. Und das ist schon echt ein sehr gutes Equipment, muss ich sagen. So gut vorbereitet auf ein Level, das ich noch nicht erreicht habe, war ich, glaube ich, noch nie tatsächlich. Von dem her ist das echt cool. Und ja, dann kommen wir jetzt noch zu dem Stone Rain Event. Und zwar läuft ja gerade eben dieses Stone Rain Event. Und hier ist es einfach so, dass man da diese 100 verschiedenen Pieces droppt. Also 100 sind es nicht zugegebenermaßen, aber es sind sehr viele verschiedene Pieces. Und wem das auf die Nerven geht und wer halt da keine Lust drauf hat, diese ganzen Pieces zu bekommen, der kann einfach Folgendes machen. In eurem Pet-Filter müsst ihr einfach nur etc. ausstellen. Ihr müsst natürlich aufpassen, es gibt noch andere Dinge, die unter den Filter etc. fallen. Aber wenn ihr jetzt normalerweise einfach am Monster grinden seid, ist da eigentlich nichts weiter Schlimmes dabei. Aber es kann ja zum Beispiel sein, sowas wie die Eventboxen aus dem aktuellen Event-Dungeon vom Second Anniversary. Die fallen zum Beispiel darunter.
Protects wurde mir gesagt, sollen wohl auch drunter fallen. Also da muss man einfach mal ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn ihr noch andere Sachen farmt, dass ihr dann natürlich bedenkt, okay, ihr habt etc. aus. Also lieber immer noch mal hingucken, ob da nicht noch was liegt. Aber wenn ihr jetzt einfach noch normaler Monster grindet, also Massen-Grinden macht und da eben diese ganze Zeit diese Species droppt und da keine Lust drauf habt, dann einfach etc. ausstellen. Dann hebt ihr sie nicht mehr auf. Und damit sage ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Haut rein, schaut im Stream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao, ciao.